Herzlich willkommen zu unserem Naturspaziergang auf Gut Hardegg. Es wird ja sehr viel in den Medien über Landwirtschaft und Nahrungsmittelversorgung berichtet und es ist mir einfach ein persönliches Anliegen, Ihnen hier ein paar Einblicke zu zeigen in unsere Welt. Wir sind jetzt hier bei einem fast reifen Weizenfeld. Die Erntezeit ist die Hochzeit in der Landwirtschaft und wir am Betrieb Gut Hardegg erzeugen um die 5000 Tonnen Weizen und gemeinsam mit den anderen Produkten, die wir erzeugen, können wir ungefähr 100.000 Österreicher versorgen mit Getreide, Kartoffeln, Zucker, Fleisch und auch Ölen, Pflanzenölen und nicht zu vergessen Honig. 100.000 Österreicher, das ist ungefähr so viel wie die halbe Stadt Salzburg, ein Großteil des Bezirks Favoriten oder wie zweimal St. Pölten. Also das ist schon eine ganz schöne Zahl eigentlich, auf die wir ganz stolz sind. Und was will ich damit sagen? Große Betriebe haben eine große Bedeutung für die Nahrungsmittelsicherheit, weil sie einfach gut erzeugen können. Wir wollen viel erzeugen, sie können auch schnell helfen. Das haben wir bei der Ukraine-Krise gesehen, wo wir mehrere LKWs mit Weizen in die Ukraine geliefert haben, weil einfach die europäische Landwirtschaft aufgefordert ist, nicht nur den eigenen Kontinent zu ernähren, sondern auch für Sicherheit in der Welt zu sorgen. Und ich glaube, die österreichische Landwirtschaft kann das, aber auch die europäische. Was zeichnet die europäische Landwirtschaft aus? Wir wirtschaften unter relativ gemäßigten Klimabedingungen. Wir haben eigentlich sehr gut ausgebildete Landwirte und wir haben auch extrem gute Böden in unseren alten Kulturlandschaften, die über die Jahrhunderte für die agrarische Produktion genutzt werden. Und wir haben auch noch etwas, was sehr wichtig ist. Wir haben sichere Eigentumsverhältnisse. Das heißt, der Landbewirtschafter kann sich relativ frei bewegen und somit seiner Arbeit nachgehen. Für Gut Hardegg sind das alles wesentliche Elemente, damit wir unserer Aufgabe einer guten, einer großen Erzeugung nachkommen können. Neben der landwirtschaftlichen Erzeugung ist uns aber auch natürlich die Natur sehr wichtig. Wir haben ja unser Wertversprechen gelebte Artenvielfalt und die Natur steht im Blickpunkt des wirtschaftlichen Interesses. Und da habe ich heute einen besonderen Gast bei uns, den Herrn Dr. Daniel Hoffmann, einer der bekanntesten deutschen Wildbiologen. Er wird uns jetzt etwas erzählen, was am Gut Hardegg im Bereich Natur so besonders ist und welche Wildtiere es hier gibt, die einfach anderswo nicht mehr da sind. Ja, also hier im Gut Hardegg ist es tatsächlich so, dass ja durch diese Verbindung von Ökologie und Ökonomie viele Flächen bereitgestellt werden. In der Summe sind es gar nicht so viele, aber diese Flächen sind so optimal gestaltet und im Mosaik dargeboten, dass wir hören gerade die Turteltaube, die eben hier als Beispielart wunderbar vorkommt. Die ist im Sinkflug in ganz Mitteleuropa, 60% Verluste in den letzten wenigen Jahren. Und hier haben wir eine Brutpaarzahl, die ist einfach so stark, dass wir und wissen, dass auch hier erfolgreich reproduziert wird, dass sie also ihre Jungen hier aufziehen können, dass wir auch Nachbarregionen damit besiedeln. Und wenn Sie jetzt ganz kurz beschreiben wollen, welche Maßnahmen, glauben Sie, führen zu diesem Erfolg für die Natur, zu dieser hohen Biodiversität? Also einmal haben Sie diese dauerhafteren Strukturen in der Höhe, das heißt breite Heckenstreifen, breitere Heckenstreifen, Begleitstreifen entlang der Pulkau, einzelne Remisen im Feld, dort wo es sich anbietet, wo sie zum Teil auch schon ja sehr viele Jahre stehen, plus diese Randstreifen, die sie schon viele Jahre haben und die Beetlebanks, die wir jetzt mitten in die Felder hineinlegen, einfach als zusätzliche Struktur, als Nahrungsraum und für ganz viele verschiedene Arten. Und da profitieren die Insekten davon, genauso wie die Turteltaube und viele andere Arten. Und nicht zu vergessen das Wasser. Und ich glaube, wir schauen jetzt kurz zum Wasser, zu so einer Wasserstelle.
Wir stehen hier auf einem Seitenarm der Pulkau und Sie sehen, hier können wir viel Wasser speichern. Wir haben diesen kleinen Bach Pulkau auf ungefähr 11 Kilometer renaturiert und können somit mehrere 100.000 Kubikmeter Wasser speichern, abpuffern, wie wir in der Fachsprache sagen. Damit können wir das Kleinklima positiv beeinflussen, Luftfeuchtigkeit schaffen, Tau in der Früh und wir können vor allem auch eine Wasserbilanz ausgleichen, was immer wichtiger wird bei Extremklimabedingungen. Und nicht zuletzt können wir mit dem gespeicherten Wasser unsere Erträge absichern, was ganz wichtig ist, damit wir als Betrieb gut erzeugen können. Aber das Ganze nicht auf Kosten der Natur, sondern im Gleichklang mit der Natur und die Natur zum Blühen und Gedeihen bringen. Und ich glaube, das wäre auch wirklich die Verantwortung für Europa, dass hier Landwirte aus Privatinitiative einfach das Richtige tun und so einfach Europa zu einem starken Kontinent machen, der auch seinem Umland helfen kann. Ich bin überzeugt, dass das die Aufgabe der Zeit ist. Danke, dass Sie dabei waren.